everybody, and welcome to our second video lesson. This time we're going to speak about comparatives and superlatives, and also as a short revision about as and not as. First, again, your to-dos at a glance. Watch the video and try to understand as much as possible. Then copy the boxes from slides number 9 and 10 into your schoolwork book, just as the last time. Then please solve the exercises number 9 and 10 in your workbook on page 35. And in case you have any questions, please write them down again and bring them with you to class so that we can discuss them in the next lesson. Okay, we already spoke about as and not as in the lesson, but just as a short revision, how and when do we use as and not as and in which context? Also, wir haben darüber schon im Unterricht gesprochen, aber jetzt nochmal als kurze Erinnerung, wann wir as und wann wir not as verwenden. When we want to say that two things, animals or persons, are the same in some regard, we use as, then the adjective, and then again as. For example, on the upper pictures you can see on the left side a cheetah and on the right side an antelope. I mean, of course, both animals are very different in many aspects, but both are hairy, for example. So you could say the cheetah is as hairy as the antelope. Or another example, the spider was as poisonous as the snake. Also, wenn wir sagen wollen, dass zwei Dinge, Tiere, Personen in irgendeiner Hinsicht gleich sind, dann verwenden wir die Wörter as, dann kommt in der Mitte das Adjektiv, also das Eigenschaftswort, und dann wieder as. Zum Beispiel hier in den beiden Bildern sieht man links einen Gepard, rechts eine Antilope. Und obwohl die beiden natürlich sehr unterschiedliche Tiere sind, sind zum Beispiel beide haarig. Also könnte man sagen, in dem Fall, der Gepard ist genauso haarig wie die Antilope. Also auf Englisch, the cheetah is as hairy as the antelope. If you now want to say that two things, animals or persons, are not the same in some regard, we use not as, again the adjective, and then again as. So let's again take a look at the pictures. On the left you have a tortoise, and on the right you have a cute fluffy little cat. And probably most people would agree that the tortoise is not as cute as the cat. So you would say the tortoise is not as cute, also süß, as the cat. Another example would be the dolphin is not as big as the whale. Also eigentlich genauso wie oben. Wenn ich jetzt sagen will, dass was nicht gleich ist, dann verwende ich not as, das Adjektiv in der Mitte, und as. Also hier zum Beispiel, the tortoise is not as cute as the cat. Also die Schildkröte ist nicht so süß wie die Katze. So that was a short revision of as and not as. But what we want to discuss in detail today are comparatives and superlatives. Let's imagine you want to compare two persons, two animals, two things to each other. You need two things. First of all, the comparative form of the adjective. For example, older, faster, and you need the little word than. Attention please. Then with an A does not mean the same as then with an E. Then with an A means als, whereas then with an E means dann. Okay, a little example. Again, let's take the cheetah, and you all know that the cheetah is faster than an ostrich. So you could say the cheetah is faster than the ostrich. Or another example, Miss Reichel is older than her students. Also,
Wenn ich jetzt zwei Dinge miteinander vergleichen möchte, die unterschiedlich sind, dann brauche ich dafür zwei Dinge. Ich brauche zum ersten die Steigerungsform des Eigenschaftswortes. Zum Beispiel, wenn wir haben older, also älter, schneller, also hier faster. Das heißt, das ist eben die Steigerungsform des Adjektivs. Und dann brauchen wir das kleine Wörtchen than. Wichtig dabei ist, das haben wir auch schon mal in der Klasse besprochen, ist, dass than mit einem A nicht dasselbe bedeutet wie than mit einem E. Das ist ganz wichtig, das müsst ihr euch bitte unbedingt merken, weil wenn ihr das nämlich falsch hinschreibt, dann macht der Satz einfach überhaupt keinen Sinn mehr oder bedeutet einfach was anderes. Das heißt, jetzt schon ganz fest einprägen, than mit einem A bedeutet als und then mit einem E bedeutet dann danach. Ja? So viel erstmal zum Vergleichen. When I want to say now that something is bigger, heavier, or more dangerous than anything else, we need the superlative of the adjective. For example, the biggest, the heaviest, the oldest, the fastest. Let's make a sentence. The cheetah is the fastest mammal in the world. Or the blue whale is the biggest mammal in the world. Also, wenn ich jetzt sagen will, dass was größer, schwerer, gefährlicher ist als alles andere, also das, was eben das Größte, das Schwerste oder das Gefährlichste ist, dann verwende ich den Superlativ. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel the biggest, the heaviest. Oder um es mit den Sätzen zu sagen, die unten stehen, der Gepard ist das schnellste Säugetier der Welt. Oder der Blauwal ist das größte Säugetier der Welt. Ja? So how do we form the comparison of the adjectives? How do we form the comparative and superlative? Again, there are three forms of the adjective. If you have an adjective with one syllable, remember, syllable means Silbe. Or you have an adjective with two syllables that end on Y, LE, or OW, you form the comparative by adding an ER to the word. For example, when you take the adjective fast, the comparative would be faster, so you add an ER at the end. If you want to form the superlative, you have to add an EST to the word in the end. So again, with fast would then become the fastest. And you also always need the the. If it's not there, the sentence wouldn't be correct. Another example, when we have old, we add the ER, so old becomes older. Or when we want to form a superlative, it becomes the oldest. Also, you have to watch out for the spelling, because in some cases the spelling changes when you form the comparative or superlative. Just to remember, spelling means Rechtschreibung. For example, big becomes bigger, so it gets a double G, becomes the biggest also with a double G. Or heavy becomes heavier and the heaviest. As you can see, the Y turns into an I here. And of course, English wouldn't be English if there weren't a few exceptions as well. For example, good doesn't become gooder, it becomes better. And the best and bad doesn't become better, but it becomes worse and the worst. Okay, also wie bildet man jetzt diese Steigerungsformen des Adjektivs? Zum Beispiel, wenn ich ein Adjektiv habe, also ein Eigenschaftswort mit einer Silbe oder auch bei einem Eigenschaftswort mit zwei Silben, aber das auf ein Y, ein LE oder ein OW endet, dann hänge ich in der ersten Steigerungsform, also im Komparativ, ein ER an
und im Superlativ ein est. Also Beispiel fast, also schnell, funktioniert fast, faster, the fastest. Also schnell, schneller, am schnellsten oder der schnellste, die schnellste. Selbes bei old, alt. Old, older, the oldest. Alt, älter, am ältesten. Wichtig ist, dass sich manchmal die Rechtschreibung ändern kann. Ja, das muss man sich merken und lernen. Zum Beispiel beim Wort big, also groß, wird zwar auch bigger und the biggest, aber da kommt noch so ein zweites G dazu. Oder bei heavy, schwer, wird heavier and the heaviest und das Y wird zu einem I. Das ist wichtig, dass man das immer gleich mitlernt, damit man es dann richtig schreiben kann, wenn man es verwendet. Und natürlich gibt es auch überhaupt ein paar Ausnahmen, bei denen alles anders ist und die einfach anders geformt werden. Das ist zum Beispiel das Wort für gut, good, wird nicht gooder und goodest, sondern better und the best. Oder bad wird nicht better und the baddest, sondern bad, worse, the worst. In the case where we have an adjective with more than 2 syllables, also bei einem Eigenschaftswort mit mehr als 2 Silben, we don't use an ER at the end, but we just add the word more in the comparative and most in the superlative. Also zum Beispiel beim Wort interesting. Interesting besteht aus 4 Silben, also mehr als 2, wird es nicht interestinger, sondern more interesting und the most interesting. The same goes for dangerous. Dangerous. More than 2 syllables, so we turn it into more dangerous and the most dangerous. Let's take a look at some examples. Which animal is taller, the antelope or the elephant? Welches Tier ist größer, die Antilope oder der Elefant? The elephant is taller than the antelope, but the giraffe is the tallest. Also in dem Fall, der Elefant ist größer als die Antilope, aber die Giraffe ist am größten. Another example. Which one is the best Harry Potter movie? The Order of the Phoenix is better than the Chamber of Secrets, but the Goblet of Fire is the best. Also better, best, wissen wir, ist die Steigerungsform von good. Also in dem Fall, The Order of the Phoenix ist besser als die Kammer des Schreckens, aber der Feuerkelch ist am besten. Okay, last example. Who is the older sister? Lucy or Sarah? Lucy is older than Sarah, but Caroline is the oldest. Also hier auch wieder. Lucy is older than Sarah. Lucy ist älter als Sarah. Aber Caroline is the oldest, die älteste. Okay, clear so far? I hope so, because now it's your turn. What you have to do, take a look at the sentences below and complete them with the correct form of the adjective in the bracket. Also bracket means Klammer. Also was wird hier zu tun sein? Take a look at the sentences below. Sieh dir die Sätze unten an and complete them with the correct form of the adjective in the bracket und vervollständige sie mit der richtigen Form des Adjektivs in der Klammer. First sentence. Elephants are than rhinos. You already know it? Great. Elephants are bigger than rhinos. Second sentence. Dogs are than cats. And the adjective is strong. So, dogs are stronger than cats. Cheetahs are than tigers. With the adjective fast. Cheetahs are faster than tigers. Okay, now watch out. The anaconda is the snake in the world.
Take a look at the sentence. As you can see, you don't have a then in the sentence, but instead you have a the. The anaconda is the longest snake in the world. Next one. Butterflies are than mosquitoes. Here again you have a then in the sentence. So we will need the comparative, but take a look at the word. Beautiful has more than two syllables. So butterflies are more beautiful than mosquitoes. And finally, cats are the pets in Austria. Again, no then, but a the. So cats are the most popular pets in Austria. Now, I would like you to open your workbooks on page 35 and solve exercises number 10. So pause the video here, do the 2 exercises, and then come back to the video for the final 2 slides. Welcome back. I'm sure you all solved the exercises in the workbook very well. So now the only thing that's left to do is to write down the Merktext into your school workbook. As you can see, there are 2 slides in this case. So it will probably take a bit longer than last time, but it's still not so much text. And I'm sure you will be finishing it in no time. So press pause now for the comparatives. And after finishing that, I also give you again the slides for the superlatives. So also press pause here. And then it shouldn't be a problem to copy the text into your school workbook. Okay, also das Letzte, was jetzt noch zu tun ist, ist wieder das Abschreiben des Merktextes in euer Schulübungsheft, into your school workbook. Es gibt diesmal 2 kleine Folien zum Abschreiben. Einmal die Comparatives und einmal die Superlatives. Ich gehe nochmal zurück. Am besten ihr drückt jetzt mal auf Pause und schreibt das ab. Und dann gebe ich euch nochmal die Superlatives ebenfalls zum Abschreiben. Es ist ein bisschen mehr als beim letzten Mal, aber ich bin mir sicher, ihr werdet das ganz, ganz schnell abgeschrieben haben. So, jetzt bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es war alles verständlich, wie beim letzten Mal. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach aufschreiben und mit in die Klasse nehmen, damit wir sie gemeinsam nochmal besprechen können.